Hallo, ich bin der Peter. Ihr kennt mich als Stormtrooper oder als Extension. Und das hier ist die dritte Episode meines Vlogs Gedanken eines alten DJs. In der heutigen Ausgabe geht es um das Thema Gigs und Bookings bekommen. Was hat sich von damals zu heute verändert und was ist der Anstoß dafür, dass gemotzt wird? Alte, oder sagen wir besser, renommierte DJs von damals werfen der heutigen Generation vor, dass man heutzutage, um ein Booking zu bekommen, eigentlich nur auf Social Media ein bisschen mit dem Hintern wackeln muss und dann flattern einem die Bookings schon ins Haus. Aber ist es wirklich der Fall? Ist es wirklich so einfach, heute ein Booking zu bekommen? Das schauen wir uns jetzt heute an. So, überlegen wir mal, was war zu meiner Zeit nötig, um ein Booking zu bekommen? Also erstmal musste man einen Haufen Geld in Equipment stecken, um Musik zu machen. Gab ja hauptsächlich Hardware, Software war noch nicht so ausgereift, also musste man sich erstmal teure Geräte anschaffen, dann musste man Musikskills entwickeln, musste einen vernünftigen Track machen und den dann auch noch zum richtigen Label schicken, damit er auf Platte rauskommt, und dann musste man hoffen, dass das Ding gut ankommt und man Bookings bekommt. Klingt ganz schön aufwendig, war's auch. Wir reden jetzt hier nur von sagen wir mal größeren Bookings, also nicht vom Local Act, der in seinem Club in der Heimatstadt spielt, sondern wir reden schon über große Bookings, Festivals, einfach das, was einem nicht so leicht in den Schoß fällt tatsächlich. Okay, man musste also damals einen Haufen Geld in die Hand nehmen, um erstmal Musik machen zu können, um dann Bookings zu bekommen. So, und heutzutage ist es wirklich so, dass man nur ein bisschen mit dem Popo wackeln muss? Ich glaube nicht. Denn wenn man sich mal überlegt, die Acts von damals haben ja ein Problem mit Social Media, weil sie nicht so vertraut damit sind. Und oftmals habe ich gehört, wenn ich Social Media ordentlich machen würde, wäre das ein Vollzeitjob für mich. Haha, haben wir schon. Es ist also wohl doch nicht ganz so einfach, wie es oftmals dargestellt wird. Weil, ja, tatsächlich, wenn man auf Social Media ein bisschen erfolgreich sein will, muss man sich erstmal eine Strategie überlegen. Man muss nach Möglichkeit jeden Tag posten. Man muss die Algorithmen kennen, damit man weiß, wann und wie man am besten gesehen wird. Dann muss man sich eventuell, vielleicht muss man ein ganzes Konzept ausarbeiten, wie man denn eigentlich auf Social Media sich präsentieren will. Man sieht schon, es ist doch vielleicht gar nicht so einfach. Nur sind die jungen Leute einfach wesentlich vertrauter mit dem ganzen Shit, weil sie damit aufgewachsen sind. Und für Leute meines Alters ist das einfach eine Herausforderung. Wir bedienen vielleicht ein oder maximal 2 Social-Media-Plattformen, aber dann war es das schon wieder und dann sind wir beleidigt, dass wir nicht so gut ankommen wie junge Leute. Und dann ist natürlich der große Stein des Anstoßes. Heute geht es ja nur noch um Likes und nur noch um Reichweite. Ja, aber da sind wir wieder dabei. Leute, die auf sowas schauen, machen in der Regel große Veranstaltungen, wo es um große Geldsummen geht. Und es ist natürlich klar, dass sich die nicht unbedingt den super talentierten Underground-Künstler ins Haus holen, der zwar hohe künstlerische Ansprüche hat, aber den einfach kein Schwein kennt und der den Laden nicht voll macht. Also von daher kann ich das durchaus verstehen. Ich meine, das soll jetzt nicht unbedingt heißen, dass ich es gut finde, dass man Social Media Reichweite über Skills stellt, aber ich kann die Denkweise durchaus verstehen. Und es war leider schon immer so, dass die Leute mit den besseren Connections die besseren Bookings hatten und nicht die Talentierteren die besseren Bookings hatten. Ist leider Gottes der Fall, damals wie heute, und wird auch immer der Fall sein. Man kann also sagen, damals wie heute ist es in erster Linie nötig, viel zu investieren, um am Ende was rauszubekommen. Damals war es halt monetäres Invest, heute ist es zeitliches Invest. Aber Bookings fallen einem nie in den Schoß. Es kommt nie einer vorbei und sagt, hey, magst du nicht auf der Mayday spielen? Oder hey, wir haben da keine Ahnung, irgendein Festival deiner Wahl. Du könntest Headliner sein. Hast du nicht Lust? Nein, passiert nicht. Von daher ist, glaube ich, ganz viel Motzerei der alten Generation in dem Fall einfach Neid geschuldet. Klar, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich denke mir auch oft, hey, warum hat der jetzt wesentlich mehr Bookings als ich? Ja, warum wohl? Weil er coole Videos editiert, weil er jeden Tag postet, weil er einfach nonstop erreichbar und in einer gewissen Weise transparent für seine Community ist, was ich halt nicht bin. Ich poste jeden 5. Tag mal irgendwas.
Im Zweifelsfall was über Musik, was dann nicht schnell und einfach konsumiert werden kann, sondern wo man sich Zeit nehmen müsste. Und das ist das Problem. In Anführungszeichen. Es verändert sich alles. Und die Gesellschaft im Ganzen hat sich verändert. Es ist nichts mehr wie vor 30 Jahren. Von daher muss man entweder damit klarkommen oder man lässt es bleiben. Das ist die harte Realität. Der Fairness halber oder der harten Realität Genüge tun, muss man vielleicht auch einsehen, dass man ab einem gewissen Alter einfach die Bühne räumen muss für die neue Generation. Weil die Neuen wachsen immer weiter nach, aber die Alten weigern sich auszusterben. Vielleicht schieße ich mir damit jetzt ins eigene Bein, aber ja, wenn man nicht mehr damit klarkommt, sollte man vielleicht überlegen, in Würde abzutreten, als weiterzumachen und als schimpfendes Individuum in Erinnerung zu bleiben. Das ist kein Aufruf an alte DJs aufzugeben, sondern vielleicht darüber nachzudenken, mal ein bisschen cooler mit der Situation zu werden. Ich traue mich sogar zu behaupten, dass es damals einfacher war, Bookings zu bekommen als heute. Weil dadurch, dass heute keiner mehr Hardware kauft, sondern sich Software quasi kostenlos runterladen kann, und ich spreche jetzt nicht von Piraterie, sondern es gibt ausreichend Freeware, mit der man hervorragend Musik machen kann. Jeder hat Zugang zur Software, jeder hat Zugang zu Social Media, jeder kann ein Künstler sein. Das war zu unserer Zeit nicht der Fall. Dadurch machen es heute mehr Leute, es gibt wesentlich mehr Konkurrenz und du hast wesentlich mehr Druck, gut zu sein. Auch darüber solltet ihr euch mal Gedanken machen. Und diese Gedanken dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, dann können wir drüber reden. Habe ich recht? Rede ich Blödsinn? Es liegt an euch, das zu entscheiden. Ich bin nur der Typ, der einen Denkanstoß geben will. In diesem Sinne, Rinne in die Rinne!